Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange hat es gedauert, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. 313 Tage sind vergangen, seit ich das letzte Video hochgeladen habe. So lange habe ich gebraucht, um das Geschoss hier zusammenzubasteln. Aber wie es immer so schön heißt, was lange dauert, das wird irgendwann gut oder so ähnlich. Ja, wie schon in dem Lenkungsvideo angekündigt, habe ich jetzt mal den 42009 Kran und den Schwerlastkran, keine Ahnung, also hier den roten mit diesem Kran hier in der Mitte. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Die zwei habe ich jetzt miteinander verheiratet und rausgekommen ist der Kollege hier. Gewicht 3,9 Kilo, inklusive Batteriekästen. Und mit Abstand das vollgestopfteste Modell, was ich bis jetzt gebaut habe. Also ich habe hier wirklich teilweise mir die Fingernägel abgekaut, weil das, was hier rein sollte, ich habe es reingekriegt, aber es ist echt krackevoll das Ding mit Zahnrädern, Achsen, Umlenkung, keine Ahnung. Also hier war keine Chance mehr irgendwie noch was zu ändern. Was auch zur Folge hat, dass der, wie auch die anderen Modelle, ein paar Funktionseinschränkungen hat, die ich jetzt aber in Kauf genommen habe, weil sonst hätte ich ja noch mal ein Jahr gewartet. Und das macht dann nie wirklich Sinn. Ich wollte eigentlich ein wirkliches Spielmodell bauen, aber das Problem ist, Lego ist halt auch an sich schon ein kleines bisschen schwer, deswegen ist das hier eher ein, ich sage jetzt mal, ein Vitrinenmodell geworden, was mit Funktionen ausgestattet ist. Ich zeige es euch jetzt mal, da werdet ihr auch sehen, was ich meine. Was kann er? Fahren und lenken ist logisch, ne? Also wir können hier vorwärts fahren und wir können rückwärts fahren, das ist der Klassiker. Und natürlich können wir auch lenken. Bei der Lenkung, seht ihr ja schon, hier ist noch ein bisschen ein Versatz drin. Hier ist ein normaler M-Motor drin. Servomotor hat zum einen von der Höhe her nicht reingepasst, weil der ist ja dicker als der normale M-Motor, und das zweite ist, dadurch, dass der ja immer nur die Hälfte rumdreht, hat das hier nicht wirklich funktioniert. Und Punkt Nummer 2, das seht ihr dann auch in der Bauanleitung nochmal, der M-Motor läuft über eine Schnecke, über ein großes graues Zahnrad, so eins wie hier oben drauf ist, wird quasi die Lenkung direkt angesteuert. Ich habe es vorher mit so einem weißen Zahnrad probiert, das drüber rutscht, wenn man einen Anschlag lenkt. Das Problem ist allerdings, das Modell ist so schwer, dass das selbst im Normalzustand schon drüber rutscht. Das Ding hat nicht mehr mitgelenkt. Also ihr könnt das gerne umbauen und probieren, ob ihr es anders hinkriegt, wenn ihr das wollt, aber in meinem Fall hier ist es jetzt nicht. Genau. Was kann er noch? Logischerweise, ein Kran braucht Stützen. Na, ihr seht, hier sind zwei, drüben sind auch noch zwei. Ich habe einen Spickzettel stehen, ich kann es mir nicht merken, was ich hier hingebaut habe. Also, passt auf. Logischerweise können die Stützen raus. Das wäre dann dieser Punkt hier. Aha, Achtung. Ich muss hier noch was umschalten. So. Ich erkläre euch ja gleich warum. Ja, also auch bei den Stützen, ihr seht, die kommen ziemlich schnell, man kann hier rein und rausfahren, aber die sind ohne mechanischen Anschlag. Also wenn ihr zu weit dreht, dann schiebt sich das ganze Modell auseinander, weil mechanische Anschläge passen hier einfach nicht mehr rein. Das nächste ist, Stützen können auch nach draußen fahren, ne, weil so ist ja doof. Deswegen kann man das hier auch rausfahren. Die fahren alle 4 synchron. Und natürlich können die Stützen hoch und runter fahren. Genau. So. Also hochgucken geht nie. Das hätte zum einen die Mechanik nie gemacht und zum anderen auch die Länge nie. Ich habe die Stützen so vermessen, wie ihr hier seht, dass die im normalen Aufstehen gerade sind und unten sitzen. Ne? Die sitzen auf, und so, dass sich das hier nicht verbiegt. Also wie gesagt, Optik. Ne? Also es hat jetzt keine Funktion. Bei dem Modell ging es mir mehr darum, einfach mal zu gucken, kriege ich das hin, was ich hier reinbauen will. Ne? Also ob es dann auch mechanisch effektiv ist, wegen Umkippen oder Verbiegen oder irgendwas, das ist hier leider nie ganz gegeben. So, und jetzt habt ihr den, was ich ja gerade gemacht habe. Ihr könnt das Modell sowohl mit Motoren als auch manuell bedienen. Das war das, was ich gerade umgeschaltet habe. Also Lenkung, Fahren, alle Motoren haben eine Wegschaltung, sage ich jetzt mal, drin. Ihr könnt das Ding auch manuell machen. Na, habt ihr hier hinten die Zahnräder dran. Und dasselbe Spiel gilt auch hier oben für den Kran. Und was auch noch der Punkt ist, na, viele Funktionen und aber nur 3 so eine Dinger. Die Infrarottechnik hat den Nachteil, dass er halt immer nur 2 Kanäle pro Knopf, also hier pro Fernbedienung macht. Deswegen waren hier einfach mehr Kanäle da, als ich Fernbedienung habe. Deswegen ist hier eine Doppelbelegung drin. Das heißt, wenn ihr jetzt hier unten fertig seid, so wie ich jetzt, das Ding steht, müsst ihr den Batteriekasten hier unten ausmachen.
den hier oben an. Wenn ich jetzt mit denselben Tasten, wie ich gerade die Stützen rausgefahren habe, oben auch den Kran bedienen kann. Pass auf, und der Kran kann zum einen erstmal logischerweise nach oben fahren. So viel dazu. Was er auch kann, ist drehen. Ja, jetzt seht ihr auch schon, was ich meine. Das ist hier alles ein bisschen Lamete, weil das Ding ist einfach. Der Pups hier hinten ist ziemlich schwer, das hat sich nicht vermeiden lassen. So, ne? Also das geht. Und das ein Nachteil hat es leider, das ließ sich auch nie vermeiden. Die Stützen, die Mechanik ist immer hier vorne den ganzen Haufen und immer logischerweise hier hinten. Und die ganze Kabellage hier oben drauf. Hat unten nicht mehr reingepasst. Die sitzt jetzt hier oben drauf und wie ihr das unschwer erkennen könnt, ihr habt hier Krankante unten, das passt hier nicht drüber, da stößt hier an. Das ist die Funktionseinschränkung, von der ich vorhin gesprochen habe. Also der kann nur von hier bis rum und bis daran. Das hier passt hier dran vorbei, das würde gehen, aber der passt hier nicht drüber. Ja, also ihr habt hier unten drin in dem ganzen Kasten hier unten, ihr habt noch Platz. Die Stecker würden da reinpassen, aber die Kabel nicht. Also wer ganz viel Langeweile hat, kann das gerne nochmal versuchen zu optimieren. Und das nächste, was auch hier ein Nachteil ist, dadurch, dass das Modell so lang ist, ich habe hier 4 Verlängerungskabel einbauen müssen, 3 von hier oben. Die Sensoren für die ganze Stütztechnik sitzen hier oben und die Motoren für die Stütztechnik sitzen hier hinten. Da, hinter dem Batteriekasten. Und damit das von hier bis da, brauchte ich Verlängerungskabel. Deswegen sind die Stecker hier nochmal, das sind einfach die Verbindungen dazu. Und die passen schlichtweg einfach nur irgendwo in diesen Bereich des Modells und konnten nur noch hier oben sitzen, weil sie unten nicht mehr reingepasst haben. Genau, so, was haben wir noch? Die klassische Variante mit dem Teleskop vom Kran. Geht so langsam wie es halt geht. Wie gesagt, der Kranarm hier oben, das Ding, ist exakt so, wie es bei dem 42009 gebaut ist. Ich habe den nicht verändert, ich habe den nie kopiert und gar nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb der in der Bauanleitung nie weiter ausgeführt ist. Also ihr müsst euch selber mal raussuchen, das Ding, weil ich hier mich mit Lego nie anlegen will, hier wegen Urheberrecht und so ein Spaß. Deswegen, das Ding ist 1:1 übernommen, ich habe den einfach hier wieder drauf gesteckt. Der Rest hier unten, das seht ihr alles, aber den Arm hier vorne, der ist, genau, und das sei noch vorne. Das sind so im Groben die Funktionen. So, wie gesagt, ihr könnt das ganze Ding umschalten. Ihr habt hier oben eine Umschaltung drin für den Kran. Ihr habt hier unten drunter beidseitig bedienbar eine Umschaltung für die Stützen. Und ihr habt hier unten links, das seht ihr in der Bauanleitung besser, hinter dem Vorderrad ist die Umschaltung für die Lenkung. Sodass ihr das Fahrzeug dann komplett manuell machen könnt. Ne? Wie gesagt, für die Stützen ist die manuell hier hinten. Und für den Kran habe ich hier 1, 2 und hier unten 3, 4 Zahnräder. Da könnt ihr hier dran rumdrehen, wenn ihr das macht. Und könnt dann entsprechend dort. Wir machen es einfach mal kurz. Zack. So, und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch das Seil manuell bedienen. Genau. Mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, nächste Woche gibt es Bauanleitungsvideo. 3 Stück werden es werden. Wir bauen im ersten den Teil hier unten. Im zweiten Teil bauen wir dann den ganzen Stützen, Koffer, sage ich jetzt mal, das was hier drauf sitzt. Und im dritten Teil kommt dann alles, was hier oben gelb ist. Ich habe es absichtlich so geteilt. Ihr könnt dann nämlich auch, wenn ihr das irgendwann wollt, vielleicht mache ich es auch selber noch, den Kran hier oben gegen irgendwas anderes ersetzen. Also es sind im Prinzip 3 Module. Ihr habt das Chassis hier unten, wo irgendwas drauf bauen kann. Ihr habt dieses Stützending, wo auch hier irgendein Turmdrehkran oder irgendwas drauf kann. Das muss ja nicht sowas sein. Das ist alles mehr oder weniger Modulbauweise. Mein Gedanke am Anfang war mal irgendwas zu schaffen, wo man dann auch nochmal drauf aufbauen kann. Ich will mal gucken, vielleicht finde ich da noch was ich aufbaue, dass ihr das Auto nochmal seht mit was anderem hinten drauf. Aber mehr dazu später. Genau, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachbauen. Nächste Woche, wie gesagt, gibt es das Bauanleitungsvideo dazu. Und ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.